Das wahrscheinlich markanteste Problem eines kreuzenden Lasers ist, dass die Laserlinien ab einer gewissen Distanz oder Helligkeit für das menschliche Auge einfach nicht mehr sichtbar sind. Speziell dafür gibt es von Firecore den kreuzenden Laser FIR 144G, welchen wir uns heute zusammen einmal im Video genauer anschauen werden. Aktuellster Preis unten in der Infobox. Los geht's! Der kreuzende Laser selbst kommt, wie man sehen kann, nicht wie das bereits vorgestellte Modell in einer Stofftasche, sondern in einem robusten Transportkoffer. In diesem befindet sich das durchaus abundante Zubehör, wie ein Netzteil, eine Laserschutzbrille, ein Tragegurt, ein Empfänger, auf welchen wir gleich noch genau eingehen werden, eine dazu passende Halterung, eine kleine Lasertafel und zuletzt der Kreuzlinienlaser. Der von außen wahrscheinlich markanteste Unterschied des FIR 411 ist meiner Meinung nach die Unterkonstruktion, also der Standfuß. Hier besitzt der Kreuzlinienlaser genau 3 verstellbare Gummifüße, die sich aufgrund der Beschichtung relativ angenehm anfühlen und einen ganz robusten Eindruck erzeugen. Parallel dazu kann der Kreuzlinienlaser aber auch durch ein standardgemäßes 5/8 Zoll Gewinde auf einem Stativ montiert werden. Der obere Teil, also der Laser selbst, ist hierbei jedoch nicht fest an der Unterkonstruktion angebracht, sondern kann 360 Grad frei bewegt werden, um die Laserlinien grob zu justieren. Darf es wiederum eine etwas subtilere Bewegung sein, kann man auf die Feinjustierung an der Seite zurückgreifen und den Laser wirklich haargenau ausrichten. Oberhalb befindet sich dann noch ein kleiner Gummihenkel zum besseren Greifen des Lasers oder zum kurzzeitigen Transportieren. Betrieben wird der Laser übrigens nicht durch Doppel-A-Batterien, sondern in diesem Fall durch einen beiliegenden Lithium-Ionen-Akku. Mit einer Kapazität von 12,9 Wattstunden und einer praktischen Montage an der Seite des Gehäuses hielt der Akku bei mir im Test stets mehrere Arbeitsstunden ohne Probleme durch. Wobei im Fall, dass der Akku zu Neige gehen sollte, kann der Laser problemlos auch über das beiliegende Netzteil gleichzeitig geladen und betrieben werden. Zum Anschalten des Lasers gibt es nun auch wie bei der kleineren Version genau 2 Möglichkeiten. Einerseits kann der Laser ohne Verwendung des Pendels durch die Knöpfe auf der Oberseite direkt eingeschaltet werden. Die horizontalen bzw. vertikalen Laserlinien können damit direkt hinzu bzw. wieder weggeschaltet werden, ohne dass der Pendelmechanismus unsere Laserlinien ausnivelliert, um zum Beispiel wiederum eigene kreative Formen umzusetzen. Dass die Laserlinien in diesem Fall nicht komplett waagerecht sind, symbolisiert uns der Laser übrigens durch ein regelmäßiges Blinken. Auf der anderen Seite, damit die Laserlinien auch wirklich durch das innerlich verbaute Pendel ausnivelliert werden können, muss dieser durch den nicht zu übersehenden Drehschalter entsperrt bzw. aktiviert werden. Im Idealfall kann der Laser die Laserlinie nun selbstständig ausnivellieren, insofern dessen Neigung nicht mehr als 3 Grad überschreitet, ansonsten muss hier nochmal Hand angelegt werden. Zur Bedienung schauen wir uns nun einmal die Elemente auf der Oberseite an. Mittig befindet sich hierbei eine praktische Dosenlibelle, die nach dem Einschalten sofort beleuchtet ist, damit sie auch im Dunkeln problemlos ausgerichtet werden kann. Daneben ein Folienknopf mit der Aufschrift H zum Ein- und Ausschalten der horizontalen Laserlinie bzw. V zum Hinzuschalten der 4 verfügbaren vertikalen Laserlinien. Mit dem Aktivieren dieser wird automatisch auch ein rotes Laserlot auf der Unterseite hinzugeschalten, um den Laser wirklich passgenau über einen beliebigen Punkt ausrichten zu können. Das meiner Meinung nach interessanteste jedoch ist der Outdoor-Knopf und das damit verbundene ungefähr faustgroße Empfängermodul für den Laser. An diesem ist prinzipiell nicht viel einzustellen. Es besitzt eine Dosen- sowie Röhrenlibelle zum Ausrichten, ein Knopf zum An- und Ausschalten sowie zum Muten. Außerdem noch ein Erfassungsfenster für den Laserstrahl und Indikations-LEDs zum Anzeigen der aktuellen Position. Der Clou: durch unser Empfängermodul können wir nun noch auf wesentlich größerer Entfernung eine Nivellierung durchführen, da die Laserlinien, auch wenn sie nur noch eine geringe Intensität haben, von dem Empfänger wahrgenommen werden. Sobald die Laserlinie sich in dem Bereich des Erfassungsfensters befindet, beginnt der Empfänger an zu piepen bzw. endet mit einem kontinuierlichen Piepton, sobald er sich auf der gleichen Höhe befindet wie der Laser. In der Praxis schaffte ich mit dem Empfängermodul eine Nivellierung bis stets 50 Meter, im Idealfall, wenn kein direktes Sonnenlicht auf den Empfänger scheint, auch mal etwas mehr. Damit würde ich sagen, dass der Firecore FIR 411 ein äußerst nützlicher und professioneller Kreuzlinienlaser ist, welcher aufgrund des verfügbaren Empfängermoduls optimal für Nivellierung außerhalb, also am Tageslicht, aber auch reibungslos für innere Einsätze verwendet werden kann. Okay, das war's dann auch schon wieder. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du diesem einen Daumen nach oben gibst und den Kanal kostenlos abonnierst, um keine Videos mehr zu verpassen. Außerdem vielen Dank an alle diejenigen, die den Kanal durch ihre finanzielle Unterstützung überhaupt erst ermöglichen, die Videos kräftig liken und teilen. Allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.